Guck mal hier, diesen Browser benutzt kaum jemand. Ich schon, und wisst ihr was? Ich bin mir ziemlich sicher, das würden auch deutlich mehr tun, wenn sie Vivaldi richtig kennen würden. Klar, das ist hier keiner dieser Hype-Browser, die in den letzten Monaten überall aus dem Boden gestampft wurden. Ihr wisst schon, die mit eigener Chat-KI, Sidebar-KI, Such-KI, Arc, Zen, Sigma OS und so weiter. Alles spannend, keine Frage, aber ganz ehrlich, in meinen Augen ist das auch viel Spielerei. Die schauen wir uns zwar trotzdem gleich mal kurz an, Vivaldi ist aber das genaue Gegenteil. Das ist ein richtig klassischer Arbeitsbrowser, so einer, der einfach macht, was er soll. Nur eben viel besser als viele andere. Extrem anpassungsfähig, ohne irgendeine Tracking-Agenda im Hintergrund, also der sammelt nicht deine persönlichen Daten und verkauft die dann. Und der ist mit so vielen Funktionen vollgestopft, dass ich mich manchmal frage, wie ich früher überhaupt mit Chrome, Firefox oder Safari klargekommen bin. Allein die Mausgesten hier, die sind mir total ins Muscle Memory übergegangen. Ich öffne einen neuen Tab mit so einer Geste nach unten und zack, da ist er. Zurück mit einem schnellen Schwung nach links, das geht einfach total in Fleisch und Blut über. Oder dieses Dashboard hier, statt der klassischen Startseite. Das fühlt sich mehr an wie ein Cockpit als wie ein klassischer Browser. Und wenn ich mal richtig krass multitasken möchte, dann öffne ich mir einfach 9 Webseiten parallel. Vivaldi ist quasi the best of both worlds. Einerseits basiert er auf der Chrome Engine, also Chromium. Das bedeutet für euch, alle modernen Webseiten, Web-Apps, Tools und sogar Chrome-Erweiterungen funktionieren ziemlich sicher reibungslos, also keine nervigen Kompatibilitätsprobleme. Andererseits ist Vivaldi unabhängig von Google und kommt aus Norwegen. Das ist also eine wirklich benutzbare Browser-Alternative, wenn man so gar keinen Bock mehr auf Big Tech hat. Und obendrauf gibt es dann noch Funktionen, für die ich bei anderen Browsern erstmal 5 extra Erweiterungen installieren müsste. Ein eingebautes VPN zum Beispiel oder das Dashboard, das ist komplett frei konfigurierbar. Darüber kann ich sogar meinen Home Assistant steuern. Kein Witz, ich öffne einen neuen Tab und kann direkt das Licht im Wohnzimmer ausschalten. Ach so, und ein vollwertiger Mail- und Kalender-Client ist da auch noch mit drin. Was Vivaldi sonst noch alles so kann und warum ihr diesem Browser wirklich mal eine Chance geben solltet, bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hierbei. Wie gesagt, Vivaldi kommt komplett ohne KI-Integration, dafür bietet der Sponsor dieses Videos gleich mehrere KI-Modelle in einer Oberfläche. Dieses Video wird gesponsert von Mammut. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene KI-Modelle und jedes kommt mit einem eigenen Abo und einer eigenen Oberfläche. Bei Mammut bekommt ihr Zugriff auf die besten KI-Modelle in einer Oberfläche. Ihr könnt also hier einfach euren Prompt eingeben und dann zwischen LLMs wie Llama, Mistral, DeepSeek, GPT, Claude, Gemini und Grok auswählen. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, Bilder generieren zu lassen, Perplexity Deep Research zu verwenden und ihr habt Zugriff auf Reasoning über 4o Mini und DeepSeek R1. Dokumente und Bilder könnt ihr auch hochladen und direkt mit den verschiedenen LLMs analysieren lassen. Einen Sprachmodus mit GPT gibt's auch noch. Und das alles für 10 Euro pro Monat. Klingt interessant? Dann schaut mal in die Beschreibung, da findet ihr mehr Infos und einen Link zu Mammut. Werbung Ende. Ich habe euch ja am Anfang versprochen, dass wir uns, bevor wir in meinen Lieblingsbrowser Vivaldi einsteigen, erstmal kurz anschauen, was aktuell so in der Browserwelt los ist. Also, was geht da gerade? Welche Browser werden gehypt? Da wäre zunächst mal Sigma OS. Der versucht wirklich alles, um besonders fancy rüberzukommen. Tabs, die man abhakt wie To-Dos, KI-Integration, mit der man Seiten direkt zusammenfassen oder Vorschauen erstellen kann. Klingt erstmal ganz nett, aber das Ding läuft nur auf macOS, braucht zwingend einen Account und kostet, wenn man es richtig nutzen will, stolze $20 im Monat. Dann gibt es den Zen-Browser, der ist auf Firefox-Basis, sieht wirklich schick aus, hat die Tabs und Menüs vertikal links angeordnet und bietet sogar praktische Funktionen wie Glance für Seitenvorschauen und Tab-Gruppierungen in Workspaces. Alles Open Source, kein Accountzwang und ein klarer Fokus auf die Privatsphäre. Klingt solide. Und dann wäre da noch Arc, der Browser, der letztes Jahr so richtig durch die Decke gegangen ist, inzwischen aber ziemlich abgestürzt zu sein scheint. Performance-Probleme, eine seltsame Produktstrategie, unklare Zukunft, klingt alles nicht mehr so verlockend.
Falls euch diese fancy Browser noch tiefer interessieren, mein Kollege Shahin hat da gerade ein ausführliches Video auf dem Heise und CT YouTube-Kanal gemacht. Das verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Aber wie gesagt, ich habe diese ganzen Hype-Browser natürlich auch ausprobiert und ja, die sehen ganz nett aus, aber für meinen Arbeitsalltag ist das eher Spielerei. Und deswegen bin ich letztlich auch immer wieder bei meinem Klassiker gelandet, Vivaldi. Die Funktionen, die ich euch jetzt hier zeige, die sind aus der Desktop-Version. Vivaldi gibt es aber auch für Android und iOS, da ist der Funktionsumfang aber deutlich abgeschwächt. Vivaldi ist übrigens komplett kostenlos, also keine Abogebühren oder so. Und falls ihr euch jetzt fragt, Moment mal, keine Tracking-Agenda, keine Daten verkaufen, wie verdient Vivaldi dann Geld? Das Geschäftsmodell von Vivaldi ist ziemlich transparent und datenschutzfreundlich. Statt mit Nutzerdaten Geld zu verdienen, finanziert sich Vivaldi vor allem über Partnerschaften mit Suchmaschinen wie DuckDuckGo oder Startpage. Jedes Mal, wenn ihr über eine der vorinstallierten Suchmaschinen sucht, außer Google, dann verdient Vivaldi ein paar Cent. Dazu kommen noch Einnahmen über ausgewählte Bookmarks auf eurer Startseite, wie Booking.com oder Amazon, aber natürlich könnt ihr die auch jederzeit löschen oder ersetzen. Außerdem lässt Vivaldi standardmäßig auch bei aktiviertem Werbeblocker Anzeigen von Werbepartnern durch. Das könnt ihr aber in den Browser-Einstellungen hier unter Quellen verwalten abschalten, indem ihr den Haken bei Werbung von unseren Partnern erlauben wegmacht. Ihr könnt also selbst dafür sorgen, dass Vivaldi kein oder kaum Geld mit euch verdient. Dafür nehmen die aber auch Spenden entgegen. Also finde ich auch immer fair, für gute Software zu bezahlen, vor allem wenn man nicht selbst das Produkt sein will. Wie gesagt, Vivaldi basiert auf Chromium, also der gleichen Basis wie Chrome, Edge, Brave oder Opera. Die einzigen größeren Browser, die da nicht mitmachen, sind Firefox und Safari. Die sind quasi wirklich eigene Browser mit eigener Engine. Chromium ist übrigens nicht der Name der Browser-Engine selbst, die heißt Blink, sondern Chromium ist sozusagen der Open-Source-Teil von Chrome, also Chrome ohne Google-spezifische Bestandteile. Und sehr interessanter Funfact am Rande, Chromium ist eine Abspaltung der freien Browser-Engine WebKit, die Apple für Safari entwickelt, und WebKit wiederum basiert auf der HTML-Rendering-Engine KHTML und der JavaScript-Implementierung KJS vom, Achtung, KDE-Projekt, bekannt aus der Linux-Welt. Ja, und hinter der sehr internationalen KDE-Community steht der gemeinnützige KDE e.V. mit Sitz in Berlin. Auch wenn Vivaldi technisch gesehen viel mit Chrome gemeinsam hat, es fühlt sich komplett anders an und das liegt vor allem an der Philosophie. Während Google Chrome einfach ein Mainstream-Browser ist, der eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen soll, ist Vivaldi super personalisierbar und damit richtet er sich halt vor allem an Leute, die richtig Bock darauf haben, Zeit und Energie in die Einrichtung und Personalisierung von ihrem Browser zu stecken. Das fängt schon bei den Einstellungsmöglichkeiten an. Mal zum Vergleich, in Chrome kann ich die Startseite festlegen, vielleicht noch ein paar Schriftgrößen ändern, zwischen Hell- und Dunkelmodus umschalten und dem Browser eine andere Farbe geben. Und das war's dann im Wesentlichen auch. In Vivaldi, da kann ich festlegen, wo die Tab-Leiste ist, wie sich Tabs verhalten, ob Mausgesten aktiv sind, wie das Theme aussieht, inklusive Zeitsteuerung für den Dark Mode und ob ich beim Rechtsklick auf ein Wort das direkt in Wikipedia, DuckDuckGo oder irgendeiner anderen Suchmaschine suchen möchte. Was Vivaldi als Browser wirklich einzigartig macht, ist der integrierte Mail-Client. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal ein Video gemacht, wo wir Mail-Clients für verschiedene Plattformen verglichen haben und ja, Vivaldi kam da auch vor. Für mich persönlich hat Vivaldi jetzt weder Outlook noch Apple Mail ersetzt, aber ich habe da meine ganz private Mailadresse drin. Das heißt, wirklich private Mails habe ich jetzt nochmal extra zu dem ganzen Arbeits- und Newsletter-Kram. Kalender kann Vivaldi auch. Ich habe da meinen Google-Kalender hinterlegt. Da benutze ich Vivaldi aber eher beiläufig für. Mein Hauptkalender auf Apple-Geräten ist trotz Vivaldi immer noch der Fantastical-Kalender. Wenn ihr gar keinen Bock auf Mails und Kalender im Browser habt, dann könnt ihr das auch einfach in den Einstellungen deaktivieren. Grundsätzlich bietet Vivaldi die Möglichkeit, in den Einstellungen einen Tracker und Werbeblocker zu aktivieren und durch eine Kooperation mit Proton VPN habt ihr auch einen VPN-Client direkt integriert. Jetzt aber mal weg von diesem Zusatzkram hin zu den wirklich klassischen Browser-Sachen. Erstmal zur Tab-Verwaltung. Ich finde, die ist bei Vivaldi wirklich durchdacht. Ich kann mir selbst aussuchen, wo die Tab-Leiste angezeigt werden soll, also oben, unten, links, rechts. Ich habe das aus Gewohnheit zwar oben, aber nach einer Weile festgestellt, dass ich an einem kleineren Notebook-Display ein großer Fan von der Tab-Leiste links bin. Aber egal, wo ihr die Tab-Leiste hinlegt, die Funktionen bleiben erstmal gleich. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene bei den Tabs, also Tab-Gruppen.
Die könnt ihr entweder ganz klassisch per Drag and Drop erstellen oder ihr könnt einstellen, dass alle Tabs aus einer Domain automatisch gruppiert werden. Also alle Wikipedia-Artikel, die ihr offen habt, werden dann automatisch unter einem Tab zusammengefasst, auf Wunsch kompakt, zweireihig oder als Akkordeon. Richtig praktisch wird es, wenn ihr diese Tab-Verwaltung dann noch mit den Arbeitsbereichen ergänzt. Ich habe in Vivaldi mehrere solche Arbeitsbereiche angelegt, einen nur für YouTube, einen für die Arbeit und einen privaten, und hier in den Tab-Einstellungen kann ich unter Arbeitsbereiche dann Regeln einstellen, wann bestimmte Webseiten in einem bestimmten Arbeitsbereich geöffnet werden sollen. Ein Beispiel: alle Webseiten mit Heise in der URL öffnen sich bei mir automatisch im Arbeitsbereich Arbeit. Richtig viele Möglichkeiten bekommt ihr auch über das Kontextmenü der Tabs. Mit einem Rechtsklick kriegt ihr da mal doppelt so viele Möglichkeiten angezeigt, wie Chrome euch anbieten würde. Ich kann bei Chrome Tabs nicht mal umbenennen. Hier bei Vivaldi kann ich sogar ohne irgendwelche Erweiterungen Tabs periodisch aktualisieren lassen, in einem Intervall zwischen 1 Minute und 90 Minuten. Was immer auf der linken Seite angezeigt wird, sind diese Paneele. Die zeigen zum einen Lesezeichen, dann den Browserverlauf, der ist übrigens standardmäßig auf nach 3 Monaten löschen eingestellt, nur falls ihr den länger behalten wollt. Ja, und in dieser Ansicht kann ich nicht nur Notizen, Lesezeichen, den Verlauf oder Mail und Kalender anzeigen lassen, ich kann auch beliebig viele Webpaneele hinzufügen. Das sind dann einfach Webseiten, die ich mir hier immer neben der eigentlichen Hauptwebseite anzeigen lassen kann, auf Wunsch auch als mobile Ansicht. Ich habe dann neben heise.de auch meine KI-Chatbots und Google Docs. Und die kann ich dann parallel zu meiner aktuell geöffneten Webseite benutzen. Also ein bisschen so, wie wenn ich 2 Fenster nebeneinander anordne, nur eben in ein einziges Browserfenster integriert. Also doch irgendwie eine Form von KI-Integration, wenn ich über einen Shortcut oder eine Mausgeste direkt Perplexity oder ChatGPT in der Sidebar habe. Ja, richtig gehört, Vivaldi unterstützt nicht nur diese klassischen Shortcuts über die Tastatur, sondern bietet auch die Möglichkeit, den Browser über die Mausgesten zu steuern. Da sind standardmäßig schon viele Gesten voreingestellt, zum Beispiel mit der Maus hoch und runter wischen aktualisiert die Seite. Die sind zugegeben am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich die einmal eingeprägt hat, machen die das Arbeiten mit dem Browser schon spürbar schneller. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Vivaldi ist ja wirklich der Browser für alle, die gern tief in die Einstellungen gehen und die richtig Zeit investieren wollen. Und genau da setzen auch die sogenannten Befehlsketten an oder einfacher gesagt Makros. Das Ganze findet ihr unter Einstellungen Schnellbefehle, einfach runterscrollen, bis ihr bei Befehlsketten angekommen seid, und hier könnt ihr jetzt einzelne Aktionen festlegen, die Vivaldi dann automatisch nacheinander abarbeitet. Gebt dem Ganzen noch einen passenden Namen und fertig ist euer individuelles Browser-Makro. Ein Beispiel: ich kann mir mit einem Knopfdruck automatisch 3 verschiedene Webseiten öffnen lassen und die dann direkt nebeneinander kacheln. Also beispielsweise heise.de, youtube.de und Google Docs, und die Fenster lassen sich dann easy nebeneinander verwenden. Ihr könnt diese Kachelfunktion aber auch benutzen, wenn ihr eine Tab-Gruppe auswählt oder mehrere Tabs markiert. Technisch gesehen gibt es kein Limit, wie viele Tabs ihr parallel kacheln könnt. Praktisch gesehen sind 9 Tabs parallel meine nutzbare Grenze, und das auf einem großen Ultrawide-Monitor. Aber mal zum Vergleich, der Zen-Browser schafft maximal 4 Kacheln. Ja, aber nochmal zu den Kurzbefehlen und Shortcuts. Wenn ihr davon so viele habt, dass ihr etwas den Überblick verliert, dann könnt ihr einfach STRG E drücken. Dann öffnet sich dieses Suchmenü hier und da sind alle Befehle, Makros, Lesezeichen, geöffnete Tabs und so weiter angezeigt, und ihr könnt einfach eingeben, was ihr machen wollt. Also ganz banal, neues Fenster oder einen Makrobefehl starten, oder euch werden einfach die geöffneten Tabs angezeigt, die zu eurer Eingabe passen. Falls gar nichts gefunden wird, könnt ihr aber auch direkt eine Websuche starten. So, und jetzt, last but not least, dieses Dashboard hier. Das öffnet sich immer statt einer klassischen Startseite und gibt mir halt wirklich viele Möglichkeiten. Das ist wie ein Startbildschirm für mein digitales Leben. Ich kann hier einzelne Webseiten als Widgets hinterlegen, natürlich auch Mail und Kalender, Feeds, Wetter, und weil ich eben Webseiten einbinden kann, kann ich natürlich auch ein Home Assistant Dashboard da einbinden. Dafür habe ich mir extra ein Dashboard in Home Assistant gebaut, das genau die Sachen anzeigt, die für mich relevant sind, wenn ich gerade an meinem PC sitze, und das perfekt in diese Größe von dem Browserfenster passt. Also, und ich habe jetzt so viel Gutes über diesen Browser gesagt, aber auch wenn ich natürlich Home Assistant als Widget oder Panel benutzen kann, die Funktion, den Browser mit smarten Lampen zu verbinden, funktioniert leider nur mit Philips Hue. Also ihr braucht da zwingend eine Philips Hue Bridge, die Emulated Hue-Integration von Home Assistant reicht da leider nicht aus, um Vivaldi zu täuschen. Aber vielleicht ändert sich das ja auch noch. Falls ihr aber Philips Hue verwendet, dann könnt ihr in den Einstellungen festlegen, dass die Lampen die Akzentfarbe der aktuell geöffneten Website übernehmen sollen. Was ja ganz cool sein kann, wenn man eine LED-Leiste hinter seinen Monitor klebt.
Mein Fazit. Erstmal ganz wichtig, das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, ist natürlich noch lange nicht alles, was Vivaldi zu bieten hat. Aber bei so einem Browser muss man das vielleicht auch einfach mal selbst ausprobiert haben. Ich glaube, dass Vivaldi für viele Heavy-User wirklich super ist, die halt Bock haben, wirklich Zeit mit dem Feinjustieren von ihrem Browser zu verbringen. Für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ich habe jetzt erstmal einen Browser, der auf all meinen Geräten läuft und der voll auf mich personalisiert ist. Und noch ein kleiner Funfact zum Schluss. Der Gründer von Vivaldi ist kein Unbekannter in der Browserwelt. Jon Stephenson von Teschner. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der war zuvor nämlich Mitbegründer und langjähriger Chef von Opera. Nach seinem Abschied 2011, der vor allem durch strategische Differenzen ausgelöst wurde, entschloss er sich 2013, einen eigenen Browser zu bauen, der dann wieder den ursprünglichen Opera-Idealen entspricht. Volle Anpassbarkeit, viele praktische Funktionen und eine starke Community. Wie ist das bei euch? Welchen Browser benutzt ihr und was ist euch bei einem Browser heute wirklich wichtig? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir sagen das ja immer wieder. Wir lesen die wirklich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Tschüss!